Moin Leute, die Legende ist back. Auf Anfrage mal wieder ein Video. Lull. Ja, ich mache einfach mal auf ganz aktiv eine neue Setup-Tour. Ein kleiner Sneak Peek. Eigentlich ist es schon mein ganzes Setup. Big Bro. Na, auf jeden Fall. Äh, Ich mache hier einfach so eine Setup-Tour. Mal gucken, was Neues. Hab ja lang schon wieder kein Video mehr gemacht. Und es hat sich einiges verändert. Ja, womit fangen wir mal an? Also, als erstes ein dicker DX Racer für den ein oder anderen Real Talk. Ja, das Kissen fehlt hier, weil das einfach ungemütlich war. So, dann habe ich hier eine gute alte Black Widow V2 Chroma. Das Teil ist geil, hört sich so an. Ja, gute mechanische Tastatur, hat schon ein bisschen gekostet. Aber hat sich definitiv gelohnt. Das Einzige, was abfuckt ist, zwischen den zwischen den Tasten ist halt Fettstaub. Das geht auf den Sack. Ja, und ich habe keinen Bock, das zu putzen, also bleibt es einfach staubig. So, kommen wir mal zur Maus. Eine Rocket Cone Amo. Hat geile RGB-Effekte, deswegen habe ich die auch gekauft. Und wegen dem Knopf, den ich aber einfach nicht benutze. Man kennt's. Ja, fühlt sich ganz geil an. Ja, geile Maus, passt einfach. So, kommen wir hier zu meinem Headset. Eigentlich benutze ich nur den Kopfhörerteil, weil... Naja, eigentlich nicht weil, sondern... Hier... Das wurde einfach hart demoliert, weil mir das so oft runtergefallen ist, das Drecks-Headset. Und ich schwöre auf mein Leben, dieses Kabel fuckt hart ab, ne? Immer bleibt das einfach so an dem Stuhl hängen. Dann will ich mich drehen und das Ding fällt runter. Ein Abfuck. So, ja. Das war's mit dem Headset, hört sich ziemlich gut an. Razer Synapse fuckt manchmal ab, aber ja, was soll man tun? Oh. Ja, Bruder, muss los. Da ist es ein bisschen aufgegangen. Zeit für ein neues Headset. Lull. Ja, und falls ich mal keinen Bock habe, ein Headset zu tragen, habe ich einfach die Dinger hier. 30 € haben die gekostet. Hat man einfach mal mitgenommen. So, kommen wir zum nächsten Teil. Das Wacom. Nee, also das Wacom Grafiktablet. Hier ist der Stift dazu. Kabel ist nicht angeschlossen, weil das dann zu sehr Kabelsalat wäre. Ja, kein Bock drauf. Schieße ich an, wenn ich es benutze. Aber sonst. Ja, hier ist noch so ein Ding, das habe ich in Berlin gekauft, damit ich nicht gegulagt werde. Man kennt ihn. Da ist Jäger von Rainbow Six. Der AVS ist einfach abgefallen, weil er runtergefallen ist. Man kennt ihn. Im Hintergrund ist Switch, wo keine Switch drin ist. Man kennt die doppelt. Das Kabel muss ich eigentlich auch noch verstecken, aber egal. Ja, hier ist einfach so ein Deck Pokémon-Karten. Ja, benutze ich eigentlich nicht, steht hier aber rum. Pachimari. Oh, eigentlich mag ich Overwatch nicht mehr, aber den habe ich mir dann mal gegönnt. Kann man schön Leute damit ihr rapen. Dann hier einmal Gogeta und Vegito-Figuren, die original aus Japan kommen. Die hier, ja, habe ich mir einfach mal auf Wish zu Testzwecken gegönnt. Noch ein Vegito und Gohan. Die sind beide ziemlich scheiße, vor allem der Vegito, der fällt die ganze Zeit auseinander. Ja, da hat es mir gereicht und dann stelle ich den einfach immer hinter Pachimari, damit er nicht mehr umfällt. Kleine Drecksmisse. So, eine der größten Changes an meinem Setup, einfach der Bildschirm. 144 Hertz, WQHD von MSI. Ziemlich geiles Teil, 27 Zoll, hatte ich auch noch nicht vorher. Ist schon ein ziemlich dickes Upgrade, aber das dickste Upgrade auf meinem ganzen Setup ist einfach mein PC. Der sieht heftig aus. Ja, sieht man eine schöne Spiegelung. Will ich eigentlich nicht.
Das ist eine RTX 2070 Aorus, nicht Extreme, sieht man daran, dass das da nicht RGB ist. Die Backplate ist mal wieder staubig, man kennt ihn, obwohl ich den erst vor, keine Ahnung, einem Monat weggemacht habe. Das geht mal wieder ordentlich auf den Sack. Cooler Master Wasserkühlung, Aorus Mainboard, hier eigentlich ein RGB-Fan, aber keine RGB-Ports mehr in Reichweite für den. Deswegen leuchtet er nicht. Gutes als Trident Z, 16 GB und ja, die Fans von meiner Wasserkühlung. Kauft euch auf keinen Fall die Case. Also ich meine, ich habe alles hier von meinem PC und meinem kompletten Setup in der Beschreibung. Also sollte es sein, weil ich so eingestellt habe. Aber kauft euch auf keinen Fall diese Drecks-Case. Die ist scheiße. Ich habe mir nur keine neue gekauft, weil ich keinen Bock habe, eine neue zu kaufen, weil die fucking teuer sind. Aber das einzige Airflow, das einzige, wo Airflow durchkommt, ist da von unten. Da von unten. Und durch diese kleinen Schlitze hier. Ja. Da wird das Sidepanel mal ordentlich heiß und nicht nur das Sidepanel, sondern alles andere da drin auch. Also wenn ihr sehen wollt, wie PC-Teile zu knusprigen Toast werden, dann gönnt euch die. Ja, hier ist ein Badge von meiner Grafikkarte. Aorus ist mal wieder absolut nicht in der Mitte aufgeklebt worden, muss los. Ja, und hier unter dem Bitphoenix Logo habe ich nochmal von meinem Mainboard und von meiner CPU die Sticker aufgeklebt, keine Ahnung. Alle sagen, es ist hässlich, ich finde es geil. Also ja, juckt nicht. Ja, das war es eigentlich mit meinem Setup fast. Der Xbox Controller, der ist noch neu. Also ich habe den schon ziemlich lange, aber bei meinem letzten Video hatte ich den noch nicht. Und das komplette Mauspad hier vom Glorious PC Gaming Race. Ja, ist ein bisschen groß. Ein bisschen zu groß. Keine Ahnung, also ich finde es geil, ich kann es empfehlen. Besser als mein altes. Das ist hier so genäht, das zerfließt nicht. Und ja, hier an der Seite habe ich noch meinen Auna Mic. Ja, der Popschutz ist ziemlich dreckig, weil ich da die ganze Zeit raufrotze, wenn ich meine Kumpels hier rape. Man kennt ihn. Grüße gehen raus an Elmar. Ja, hier noch diese ganzen Kartons von meinen PC-Teilen und ein Rubik's Cube. Weg damit. Und eine gute alte Glock in einem Holster. Ja, ist zwar leider nur Airsoft, ne? Man kennt ihn, aber hier bum bum. Mal gucken, vielleicht kann ich mich ja selbst abknallen. Ja, jetzt bin ich tot. Da ist der legendäre Paysafe Schuh, da sind alle meine Paysafes drin. Ja, sind ein paar. Ja, hier sind auch noch ein paar Paysafes, die ich nicht wieder einrollen wollte. Und ja, das war's eigentlich mit meinem Setup. Hier seht ihr nochmal die komplette Ecke hier. Ich finde es ziemlich geil, das Setup. Passt auch alles von Gaming Performance zu, ach, keine Ahnung was, Digga. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Legende ist back. Wird aber immer noch keine aktiven Videos machen. Auf man kennt ihn Basis, YouTuber Traum. Moin, ich komme. Ja. Ciao.